Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Pumpentopf bei einem Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspüler austauschen könnt. Um die Bodenwanne bei Bosch Siemens Geschirrspülern abzubauen, müssen wir zuerst beide Seitenwände entfernen. Die Seitenwände sind im Normalfall mit 1 oder 2 Schrauben hinter dieser Dichtung gesichert. In diesem Fall ist es auf jeder Seite nur eine Schraube, die links herum rausgeschraubt wird. Zuerst auf der linken und dann auf der rechten Seite. Wenn dann beide Schrauben entfernt sind, können wir das Gerät auf die Seite drehen und die Seitenwand abnehmen. Die wird etwas nach oben gezogen und man kann sie dann zur Seite wegklappen. Unten ist sie auch noch eingehakt und dann kann man die Seitenwand komplett entnehmen. Wenn die Seitenwand entnommen ist, entfernen wir diese Abdeckung für die Scharniere. Die ist auch nur eingerastet und lässt sich abziehen. Und als nächstes müssen wir die Federn lösen. Um die Feder zu lösen, zieht man am besten die Feder etwas zu sich, um dann das Seil zu entspannen und oben auszuhaken. Wenn das Seil ausgehakt ist, müssen wir noch den Wasserzulauf entfernen. Das ist diese kleine Spange. Die Ablaufschläuche können am Wärmetauscher dranbleiben. Wenn die Spange entfernt wurde, kann man den Zulaufschlauch mit einer Zange nach unten ziehen. Wie gesagt, die beiden Ablaufschläuche können dranbleiben, die können wir später entfernen. Wenn wir das gemacht haben, schauen wir auf die Rückseite. Dort rasten wir den Eingang für den Zulaufschlauch aus. Das ist eine kleine Rastnase, die man, wenn man drauf schaut, nach rechts rüber schiebt und danach kann man den Zulaufschlauch etwas herausnehmen, kann diesen Stecker entfernen. Der ist auch mit einer kleinen Rastnase gesichert, die man zur Seite biegt. Und wenn man das gemacht hat, kann man den kompletten Zulaufschlauch entnehmen. Als nächstes machen wir auf der rechten Geräteseite weiter. Auch hier entnehmen wir die Seitenwand, die wir zuvor schon losgeschraubt haben. Danach entfernen wir den Stecker an der Elektronik, da auch die Elektronik ausgebaut werden muss. Als nächstes entferne ich auch hier wieder die Abdeckung von den Scharnieren und entspanne die Zugfeder, um das Seil zu lösen. Wenn wir das gelöst haben, wird als nächstes die Elektronik ausgebaut. Um die Elektronik auszubauen, löst ihr zuerst oben diese Abdeckung. Auch die ist nur eingerastet, wird an einer Seite hochgezogen und dann kann man die nach vorne herausziehen. Um die Elektronik zu entfernen, entfernen wir zuerst rechts oben diese beiden Stecker. Die sind auch wiederum mit kleinen Rastnasen gesichert. Das macht sich mit beiden Händen am besten. Hier sieht man nochmal diese Rastnase. Wenn ihr die dann drückt, könnt ihr den Stecker abziehen. Nachdem dann diese Rastnasen gelöst sind und die Stecker abgezogen sind, könnt ihr die restlichen Stecker komplett mit der Steckerleiste abziehen. Da muss man nicht jeden Stecker einzeln herausziehen und man hat beim Zusammenbau nicht das Problem, dass man schauen muss, welcher Stecker an welcher Stelle war. Wie ihr seht, gibt es hier eine komplette Rastleiste und auf der linken Seite der Elektronik befindet sich noch so eine Rastleiste. Auch die könnt ihr im Ganzen entfernen, um dann letzten Endes die Elektronik herauszubauen. Die Elektronik selbst ist auch wieder mit 2 Rastnasen am Gehäuse versehen. Dort hebelt ihr mit einem Stützschraubendreher etwas dazwischen und könnt dann die Elektronik nach oben wegziehen. Wie gesagt, wenn die Rastnasen gelöst sind, kann man die Elektronik nach oben herausziehen und sie dann komplett entnehmen. Wenn wir das gemacht haben, legen wir das Gerät am besten auf den Rücken und entfernen von vorn noch diese Blende. Diese Blende befindet sich direkt unter der Türöffnung und man kann durch diese Blende oder wenn diese Blende entfernt ist, direkt ins Geräteinnere schauen. Auch hier sind es nur 2 Torx-Schrauben, die entfernt werden und danach kann man diese Blende etwas nach vorn weghebeln und entnehmen.
Als nächstes entnehmen wir dann noch diese Schallisolierung und danach können wir schon ins Geräteinnere schauen. Als nächsten Schritt, um die Bodenwanne zu lösen, müssen wir hinten am Gerät diese kleinen Metallkrampen gerade biegen. Diese Metallkrampen befinden sich direkt am Edelstahlbottich. Das machen wir wiederum auf beiden Seiten, also links und rechts. Und im vorderen Bereich entnehmen wir die Seilführung und man sieht, dass hier die Kunststoffbodenwanne in das Metall eingehakt ist. Diese kleinen Haken können wir mit einem Schraubendreher lösen. Da müsst ihr auch keine Angst haben, dass da etwas wegbricht. Das geht manchmal etwas schwierig. Haben wir diese kleinen Haken auf beiden Seiten gelöst, schauen wir von unten gegen die Bodenwanne, denn als nächstes wollen wir den Schwimmerschalter lösen. Der Schwimmerschalter ist an dieser Stelle auch nur eingerastet, auch das kann man mit einem Schlitzschraubendreher wunderbar lösen. Haben wir das alles gelöst, können wir schon die Bodenwanne nach unten etwas wegziehen. Wenn ihr die Bodenwanne nach unten wegzieht, kann es sein, dass euch ein kleines Kunststoffteil entgegenfällt oder auch ein Blech. Dieses kleine Kunststoffteil, das fällt immer raus, das liegt dort nur lose drinne, gehört aber an diese Position, wo ich es gerade zeige. Zum Ende des Videos zeige ich euch aber nochmal genau, wo diese Teile hingehören, falls ihr euch da nicht mehr sicher seid. Wenn ihr dann die Bodenwanne etwas abgezogen habt, könnt ihr hinten noch den Ablaufschlauch aus dieser Halterung lösen. Genauso löst ihr dann den Ablaufschlauch noch an der Halterung an der Seite, wo er in die Wassertasche hineinführt. Und wenn ihr das alles abhabt, könnt ihr die Bodenwanne komplett nach unten abziehen und kommt an die verschiedenen Bauelemente ran und könnt diese dann austauschen. Wenn dann die Bodenwanne entfernt ist, mache ich es so, dass ich zuerst am Pumpentopf alle Bauelemente entferne. Dazu fange ich meistens mit der Heizpumpe an. Diese Heizpumpe war schon mal gelöst. Wenn ihr die zum ersten Mal original löst, ist hier keine geschraubte Schlauchklemme, sondern eine Schlauchklemme, die zerstört werden muss. Da sollte man dann darauf achten, dass man beim Zusammenbau auch wieder eine neue Schlauchklemme benötigt. Ist dann die Heizpumpe gelöst, entferne ich zunächst die Verkabelung. Bei den kleineren Steckern solltet ihr nicht am Kabel ziehen, da sich die sonst sehr schnell aus dem Stecker lösen. Ich benutze dazu meistens einen Schraubendreher und hinten bei dem direkten Pumpenstecker ist ein kleiner Widerhaken, der gelöst werden muss. Wenn dann die Schlauchklemme entfernt ist, entferne ich als nächstes den Stecker der Wasserweiche. Auch dieser ist mit einem kleinen Widerhaken gesichert und danach kann man die Wasserweiche nach links herum rausdrehen. Die sitzt relativ straff, da sie auch dicht sein muss. Da muss man etwas beherzter herangehen. Wenn die Wasserweiche entfernt ist, kann man als nächstes den Ablaufschlauch entfernen und danach entferne ich persönlich die Ablaufpumpe. Die Ablaufpumpe ist hinten mit einem kleinen Widerhaken gesichert. Das zeige ich euch gleich nochmal direkt an der Pumpe. Diesen Widerhaken drückt man und danach dreht man die Ablaufpumpe rechts herum raus. Hier sieht man nochmal diesen kleinen Widerhaken, damit ist die Ablaufpumpe gesichert. Den müsst ihr wie gesagt drücken und danach könnt ihr die Ablaufpumpe herausdrehen. Als nächstes auch wieder die Verkabelung entfernen, die ist wiederum mit einem kleinen Widerhaken gesichert. Hinter der Ablaufpumpe sitzt dann noch der Aquasensor. Hier genügt es erstmal, wenn man die Verkabelung entfernt, um dann den Pumpentopf abnehmen zu können. Als nächstes müssen wir das Gerät öffnen, um von innen zuerst den Sprüharm zu entfernen und danach die 4 Schrauben am Pumpentopf zu lösen. Wenn wir diese 4 Schrauben dann gelöst haben, machen wir von außen weiter. Wenn dann alle 4 Schrauben entfernt sind, kann man den Pumpentopf nach unten wegziehen. Hier seht ihr schon den kompletten Pumpentopf, der ist auch relativ verschmutzt und das Schwarze ist die Dichtung, die beim Fehler E15 oftmals undicht wird. Als nächstes, bevor wir den neuen Pumpentopf einsetzen können, müssen wir noch schauen, dass wir sämtliche Bauteile vom alten Pumpentopf entfernen.
Dazu haben wir hier den Aquasensor, auch dieser ist mit einer kleinen Rastnase gesichert. Danach kann man ihn nach links drehen und herausnehmen. Ist der entfernt, entfernen wir noch die Rückschlagklappe. Die müssen wir mit einem Schraubendreher etwas nach links drehen und danach kann man sie herausnehmen. Zum Einsetzen wird sie dann einfach wieder gerade eingesetzt. Auch die Abdeckung für die Ablaufpumpe muss entfernt werden, da wir die dann wieder benötigen. Die ist auch nur eingerastet. Die kann man mit einem Schraubendreher etwas nach vorn hebeln und dann nach oben herausnehmen. Das macht sich jetzt hier gerade etwas schwieriger. Da drücke ich mal von hinten noch mit der anderen Hand, um sie herauszubekommen. Das ist die Abdeckung für die Ablaufpumpe. Die muss zwingend auch wieder aufgesetzt werden, da die Ablaufpumpe sonst das Wasser nicht abpumpen kann. Und hier ist noch eine kleine Abdeckung für den Einlauf für die Heizpumpe. Auch die kann man mit der Hand einfach herausziehen. Und natürlich auch die Halterung für die Heizpumpe muss entfernt werden. Auch diese Gummihalterung benötigt ihr dann wieder. Bevor ihr den neuen Pumpentopf einbaut, empfiehlt es sich, diese Ränder etwas zu reinigen. Hier sammelt sich, wie gesagt, immer relativ viel Schmutz an. Und wenn der neue Pumpentopf dann angebaut wird und gleich etwas undicht wird, ist es auch nicht so schön. Zum Einbau des Pumpentopfs gehe ich in umgekehrter Reihenfolge vor. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert.